Hallo, liebe Musikfreunde. Willkommen zu einer weiteren Folge von Entdecke großartige Musik mit Ted. Heute lernt ihr den dritten Satz von Dvorak's Sinfonie aus der neuen Welt mit den Ohren eines Musikers zu hören. Lass uns die Musik erkunden. Der Aufbau dieses Satzes ist dreiteilig. Er beginnt mit einem Scherzo, gefolgt von einem Trio und schließlich der Wiederholung des Scherzos. Dvorak hat außerdem eine Coda hinzugefügt. Die Hauptmelodie des Scherzos ist eine kurze Phrase, die aus zwei Motiven besteht. Ich nenne sie die Frage, die Antwort. Hören wir uns das gesamte Thema an, zuerst gespielt von Flöte und Oboe und danach von den Violinen. Nun bauen kräftige Schläge der Pauken und Streicher die Spannung für die Wiederholungen des Themas auf. Bei der ersten Wiederholung spielen die Violinen, während die Hörner eine neue Gegenmelodie anstimmen. Danach wandert diese Gegenmelodie zu den Holzbläsern. Nach einem kurzen Übergang beginnt der B-Teil mit einer Melodie, die ich das Karussellthema nenne, zuerst gespielt von Flöte und Oboe. Die Klarinetten wiederholen das Ganze dann und jetzt bündeln Flöte und Oboen ihre Kräfte für ein anderes Thema. Ich nenne es das Riesenrad-Thema. Der B-Teil des Scherzos endet damit, dass die Celli zum Karussellthema zurückkehren. Die Rückkehr des A-Teils beginnt mit den Frage- und Antwortmotiven in den Violinen. Das Ganze löst sich erst in reine Fragen auf, bevor es sich zu einer finalen Wiederholung des Themas steigert, die dann nur noch eine Reihe von Antworten ausläuft. Vom Scherzo zum Trio gibt es einen längeren Übergang, der schließlich zu einer neuen Melodie in den Bläsern führt. Ich nenne es das Galoppthema. Denkt einfach an ein Jahrmarktskarussell. Als nächstes folgt das Walzerthema in den Violinen. Dann kehrt der A-Teil mit dem Galoppthema zurück, wobei die Triangel im Hintergrund diesmal etwas deutlicher zu hören ist. Ein kürzer Übergang, der das Fragemotiv nutzt, führt uns zurück zur Wiederholung des Scherzos. Da sich das Scherzo exakt wiederholt,
richten wir unsere Aufmerksamkeit nun direkt auf die Coda. Die Hörner spielen den Hornruf und beginnen einen Dialog mit Flöte und Oboe, die das Fragemotiv spielen. Dies wiederholt sich, und dann bauen Hörner und Bläser einen dramatischen Einsatz der Trompeten auf, die das Volkslied auf dem ersten Satz spielen. Danach lösen sich die Fragen auf. Der zugrunde liegende Herzschlag wird langsamer und der Satz kommt ganz leise zum Ende. Und da haben wir es, Freunde. Wir haben gelernt den dritten Satz von Dvorak-Sinfonie aus der neuen Welt, wie ein Musiker zu hören. Die Ausschnitte wurden vom Verbier Festival Orchestra 2012 unter der Leitung von Neme Järvi gespielt. Den Link zu dieser Aufführung findet ihr in der Beschreibung. Wie immer freue ich mich riesig, von euch zu hören. Schreibt mir eure Gedanken und Fragen gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da und abonniert den Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.